Im heutigen Blog geht es um das Thema Lernen und Wissen und ich möchte sehr gerne verschiedene sehr interessante Zitate hier vorstellen und mit euch zusammen darüber diskutieren. So, ich beginne einmal mit einem sehr abgedroschenen Zitat, also mit einem Zitat, das wahrscheinlich schon viele von euch gehört haben, und zwar, also in eurer Muttersprache vielleicht, und zwar heißt das Zitat: Man lernt nie aus. Wenn ich sage, man lernt nie aus, dann heißt das, dass man immer weiter lernen kann. Man hat eigentlich immer irgendwas Neues zu lernen. Und egal wie alt man ist, es gibt immer etwas Neues, was man erlernen kann, neue Informationen, die man sich aneignen kann, neue Kenntnisse, die man sich aneignen kann. Und dadurch ist dieses Zitat gekennzeichnet. Und auf Deutsch heißt es eben, man lernt nie aus. Das nächste Zitat, das ich sagen wollte, ist: Wer nichts weiß, muss alles glauben. Ein sehr schönes Zitat. Wer nichts weiß, muss alles glauben. Heute früh, als ich dieses Zitat gelesen habe, hat mich das sehr an die sozialen Medien erinnert, obwohl natürlich dieses Zitat schon viel länger existiert als die sozialen Medien. Und da fällt mir irgendwie dazu ein, ja, Information nachzuprüfen, nachprüfen zu können, etwas wirklich genau zu wissen. Das ist mal eine Sache, aber die Wirklichkeit sieht so aus, dass wir dann in den sozialen Medien oder im Internet eine große Menge an Informationen haben, die kein richtiges Wissen darstellen. Das sind einfach nur, Informationen, aber wie korrekt dann diese Informationen sind, das ist dann wieder eine ganz andere Frage. Und das heißt also, man muss, ich glaube, besonders im Zeitalter der sozialen Medien, seinen eigenen Kopf benutzen. Man muss lernen, müssen tut man gar nichts, aber es ist empfehlenswert, da diese Fähigkeit zu entwickeln, dass man selber hinterfragen kann und selber trainiert, diese Informationen, die man gerade sieht oder hört, richtig einzuordnen. Okay, ich möchte zum nächsten Zitat gehen, das ich raussuchen werde, und zwar, das heißt jetzt auf dem Handy scrollen. Also ich ziehe das Handy aus meiner Tasche heraus und ich entsperre den Bildschirm und ich scrolle und nehme das nächste Zitat, das auf meinem Bildschirm aufscheint oder auftaucht. Wissen ist Macht. Wissen ist Macht. Je mehr Wissen man hat, desto mehr Macht hat man. Gut, philosophische Frage. Hat man mehr Wissen, je mehr Macht man hat? Was sagst du dazu? Ich denke mal, bis zu einem gewissen Grad kann das zutreffen. Bis zu einem gewissen Grad könnte das aber auch nicht der Realität entsprechen. Also man kann viele Dinge wissen, aber dann trotzdem sich machtlos fühlen. Es gibt ja oft dieses Phänomen. Je mehr man von der Welt weiß, je mehr man weiß, was passiert, desto machtloser und hilfloser fühlt man sich oder desto deprimierter ist man. Aber das sollte eigentlich auch nur eine Phase von vielen verschiedenen Phasen sein, die man durchläuft. Also man durchläuft auch diese Phase, dass man sehr deprimiert ist, weil man eben so viel weiß, aber am Ende sollte man dann irgendwie auch Frieden schließen können. Und hier
haben wir einen coolen Ausblick, einen schönen Ausblick. Und zwar, ich weiß nicht genau, wie viel man sieht, aber da hinten sieht man den Fluss, da sieht man die Hügel und auch ganz typisch für Taipei ist eben, dass die Hügel um die Stadt liegen und man sehr schnell und sehr schön dann Hügel besichtigen kann. Das Ziel von Bildung ist nicht Wissen, sondern Handeln. Sehr schönes Zitat. Und zwar Herbert Spencer. Den Namen kenne ich schon, aber wer das jetzt genau war, weiß ich nicht mehr. War das vielleicht ein Soziologe, ein Philosoph? Es war irgendein Gelehrter, glaube ich, Herbert Spencer. Also das Ziel von Bildung ist nicht Wissen, sondern Handeln. Die Handlungsfähigkeit, ganz großes Thema, beziehungsweise besonders in der heutigen Zeit, eigentlich war es immer ein Thema, aber wenn wir jetzt diese große Umstellung beobachten mit der künstlichen Intelligenz und dass sich irgendwie in dieser jetzigen Phase in der Menschheit sehr viele Dinge ändern und eine große Umstellung, nicht nur in der Technologie, sondern dann auch in weiterer Folge auf dem Arbeitsmarkt, auch in der Gesellschaft, wie wir Menschen uns definieren, wie wir uns definieren möchten oder wie wir uns glauben, definieren zu können. Das alles beeinflusst irgendwie jetzt auch diese Frage, wie soll unser Bildungssystem aussehen? Und zwar das Thema Daseinsmächtigkeit. Das Dasein heißt die Existenz, also das ist das germanische Wort für Existenz. Ich existiere, ich bin da. Ich bin da und das Verb ist dann sein. Und dann hast du noch die Möglichkeit, das als Nomen zu haben, und zwar das Dasein. Also das Dasein ist die Existenz, das ist das germanische Wort dafür oder das deutsche Wort. Und Mächtigkeit heißt, dass du Macht hast. Also Macht heißt, dass du deine eigene Entscheidungsfähigkeit besitzt. Ich kann entscheiden. Und zwar diese Frage, was ist Daseinsmächtigkeit? Und Daseinsmächtigkeit ist, so würde ich das auch sagen, die Möglichkeit, sich nicht so sehr von Dingen abhängig zu machen oder nicht zu sehr abhängig zu sein. So, meine Hände habe ich wieder gefunden und wir gehen weiter zum nächsten Zitat. Und zwar, das ist von Konfuzius, also das Zitat wird Konfuzius zugeschrieben. Lernen ohne Denken ist vergebene Mühe. Denken ohne Lernen ist gefährlich. Also Lernen ohne zu denken ist vergebene Mühe, also es ist umsonst. Ich lerne nur und ich denke nicht dabei. Also das heißt, ich nehme Information einfach nur unkritisch auf und denke mir nicht viel dazu. Das ist alles. Aber denken ohne zu lernen ist gefährlich. Also ich denke, aber ich lerne nicht dabei, ich ziehe keine Schlüsse und auch keine Konsequenzen daraus und ich adjustiere mein Verhalten nicht, also ich passe mein Verhalten nicht weiter an. Das ist gefährlich. Henry Ford zum Beispiel, das wird zumindest ihm zugeschrieben, dieses Zitat. Das Geheimnis des Erfolgs ist, den Standpunkt des anderen zu verstehen. Aha, das Geheimnis des Erfolgs ist, den Standpunkt des anderen zu verstehen. Also ich möchte den Standpunkt einer anderen Person verstehen. Ich möchte mich in eine andere Person hineinversetzen können. Auch ein super tolles Wort auf Deutsch, ein sehr, sehr cooles Wort. Sich in andere Leute hineinversetzen, sich in jemanden hineinversetzen. Ja? Also das ist eine wichtige Fähigkeit. Da fällt mir gleich das nächste Wort Empathie ein. Wissen allein ist nicht genug. Wir müssen auch anwenden. Wollen allein ist nicht genug. Wir müssen auch tun. Dieses Zitat wird Johann Wolfgang von Goethe zugeschrieben. Ich denke, das schlägt schon in die gleiche Kerbe wie das andere Zitat. Diese Redewendung werde ich nochmal erklären. In die gleiche Kerbe schlagen heißt ein gleiches Thema ansprechen oder ähnlich sein, gleich sein. Und hier kann man dann sagen, es schlägt in die gleiche Kerbe, dieses Zitat hier. Was ist die Kerbe? Die Kerbe ist bei einem Baum dieser
Punkt, wo man mit der Axt hineinschlägt und wo dann das Holz, das rausgeschlagen wird, eine Spur hinterlässt, und zwar so eine V-förmige Spur oder ein V-förmiges Stück. Und das ist die Kerbe. Und zwar werde ich noch ein anderes Zitat nehmen. Sage nicht alles, was du weißt, aber wisse immer, was du sagst. Oh, okay. Und diese Person, die das Zitat womöglich gesagt hast, heißt Matthias Claudius. Also sage nicht alles, was du weißt, aber wisse immer, was du sagst. Guter Punkt, ja. Also ein bisschen, man muss nicht immer so streng sein, aber man muss nicht immer alles sagen, was man weiß. Zum Beispiel, Bildung beginnt mit Neugierde. Und zwar wird das Peter Bieri zugeschrieben. Peter Bieri kenne ich auch nicht, aber Bildung beginnt mit Neugierde. Also wieder das gleiche Thema, was wir vorher hatten. Ich bin neugierig auf die Welt. Also nicht das gleiche Thema, aber ein ähnliches Thema. Der Wille, etwas zu tun. Ich möchte gerne etwas wissen. Ich möchte mich gerne kritisch damit auseinandersetzen. Wissen ist zu wissen, dass eine Tomate eine Frucht ist. Weisheit ist, sie nicht in einen Obstsalat zu tun. Aha, noch einmal. Wissen ist zu wissen, dass eine Tomate eine Frucht ist. Gut, also das hast du vielleicht schon mal gehört oder noch nicht. Es wird dich vielleicht überraschen, aber Tomaten sind eben kein Gemüse. Und in Österreich glaubt man oder assoziiert man die Tomate immer mit Gemüse. Wissen ist einfach nur Fakten zu kennen. Aber Weisheit ist dann was anderes. Weisheit heißt, dass man auch versteht, diese Fakten irgendwie anzuwenden und einzuordnen und dann einfach Handlungen zu setzen. Also, wie gesagt, wir haben schon diese Stichwörter jetzt wiederholt hier gehört. Neugierde, Handlungsfähigkeit, praktisches Wissen. Ja, was ist Faktenwissen und was ist Weisheit? Der Wille, etwas zu tun, etwas versuchen möchten, etwas kritisch hinterfragen. Ja? Also hier sind diese Grundkonzepte eigentlich in jedem Zitat irgendwie immer wieder verpackt. Jetzt werde ich diesen Hügel hier noch einmal hinuntergehen in Richtung U-Bahn-Station. Wir sehen uns im nächsten Vlog. Viel Spaß beim Deutschlernen.